liebe Freunde unseres Kanals. Wir freuen uns, euch unsere zweite Staffel vorstellen zu können. Und ja, wir müssen uns entschuldigen, dass ihr in den letzten 3 Monaten nichts von uns gehört habt, weil ja, wir hatten viel zu tun und wir sind jetzt endlich auf Madeira angekommen und wir werden euch jede Menge Content präsentieren können, was unser Haus angeht, wie unser Haus neu aufgebaut wird, wie wir den Garten pflegen und ja, was ist alles passiert in den letzten Monaten? Tja, viel zu erzählen. Ja, zuerst natürlich in der Schweiz mussten wir alles vorbereiten für die Abreise nach Madeira. Wir mussten unsere Jobs kündigen, wir mussten unser Haus verkaufen. Wir haben weitere Sachen verkaufen müssen, vor allem unserem Haushalt, Autos und Sachen, die wir nicht mitnehmen konnten. Ja, wir hatten zwar einen großen Container, ne, aber ja, 40 Fuß Container ist auch begrenzt. Ja. Und so hatten wir über die verschiedenen Verkaufsplattformen so viel zu tun, den ganzen Kleinkram zu verkaufen, ständig irgendwelche Besuche von Leuten, die Interesse hatten. Und unsere Pflanzen zum Beispiel konnten wir ja gar nicht mitnehmen. Ja, also das meiste haben wir ja mitgenommen und einpacken lassen, aber Pflanzen geht nicht, Autos gingen nicht, außer einen kleinen Smart, den konnte ich mitnehmen. Ja. Das werdet ihr noch alles in besonderen Videos sehen. Wir haben jede Menge Content, den wir euch zeigen können. Aber ja, wir hatten in der Schweiz so viel zu tun, unsere Jobs alleine zu kündigen und uns damit auseinanderzusetzen. Und auch eben den ganzen Haushalt einzupacken in Kisten für den Container. Monatelange Arbeit ist das. Also 4 bis 6 Wochen hatten wir damit locker zu tun, die ganzen Sachen einzupacken und den Container zu organisieren. Und dann ja, ging der Umbau des Hauses hier eigentlich schon los auf Madeira, obwohl wir noch in der Schweiz waren. Umbau kann man nicht sagen, sondern ja, der Teilabriss des Hauses. Ja, das war richtig traurig mit anzusehen, aber ja, ihr werdet das alles noch in besonderen Videos sehen. Ja, was ist alles in der Schweiz passiert? Ja, wir haben uns richtig gut vorbereitet eigentlich darauf, aber trotzdem war die Arbeit hinterher, also in den letzten 2 Wochen, das war einfach zu heftig. Ne? Dieser ganze Stress mit Einpacken und Familie kam regelmäßig vorbei. Ja, mit Familie und Datum und eben Job noch kündigen und dort noch aufräumen und alles musste gekündigt werden, alle Versicherungen gekündigt werden, alle Abonnemente gekündigt werden, Abklärungen wegen Pensionskasse und AHV und alles, was es so gibt, musste abgeklärt werden und eben auch portugiesisches Konsulat, ja, Dokumente ohne Ende. Also wenn ihr mal vorhabt auszuwandern, bereitet euch rechtzeitig darauf vor, weil euch überfallen so viele Sachen, die noch erledigt werden müssen. Und wenn ihr nicht vorbereitet seid, ihr könnt das alles nicht auf letzter Minute erledigen. Ja, und besonders wenn ihr einen Container einführen möchtet. Zuerst war ein großer Papierkram und als wir hier ankamen, war es noch x-mal schlimmer mit dem Zollbüro hier, was wir da alles für Papier und Dokumente bringen mussten, damit wir den Container bekommen, ist unglaublich. Wir mussten noch teils Papiere wieder korrigieren lassen, weil sie das Gefühl hatten, irgendwo muss noch etwas bisschen anders stehen, als es schon stand. Ja. Wir mussten als Beweis, dass wir in der Schweiz gelebt hatten, mussten wir Elektrizitätsrechnungen vorlegen, dass wir dort wirklich gelebt haben und Strom bezahlt haben. Ja. Oder die Abmeldebestätigung vom Einwohnermeldeamt. Die hatten wir natürlich, aber die hat ihnen nicht gereicht. Sie wollten tatsächlich in der Abmeldebestätigung stehen haben, dass wir eine gewisse Zeit in der Schweiz gelebt haben. Ja, von bis musste stehen. Ja. Und ich sagte dann, ja, seit der Geburt. Aber das hat ihnen nicht gereicht, Nein, das wollten sie schon schriftlich haben. Ja. Und wir geben euch den Rat, seid immer freundlich, egal was der Zoll oder die Zollbeamten von euch fordern, weil die sitzen am längeren Hebel und seid freundlich und dann legen sie euch auch nicht so viele Steine in den Weg. Wären wir aufgelaufen bei den Leuten, hätten sie einfach noch verlangt, ja, können wir nicht lesen.
wir hätten gerne von allen Dokumenten noch notarielle Beglaubigungen oder sonst irgendwas. Übersetzung ins Portugiesische. Ja. Aber ja, einfach man muss geduldig bleiben und man muss wissen, Sie haben immer recht. Ja, auch wenn ich das Gefühl hatte, das macht doch keinen Sinn. Ja, das ist der wenn Sie das so wollen, Bürokratieapparat. dann sind wir wieder gegangen und dann 2 Tage später wieder gekommen und wieder ein neues Papier vorgelegt, bis Sie dann zufrieden waren. Ja, und das da hatten wir sicher die ersten 3 Wochen nach der Ankunft waren wir nur mit Beschaffung von Dokumenten beschäftigt. Und da haben wir noch in einem Hotelzimmer gewohnt. Und wirklich jeden Tag zu den einzelnen Bürgermeisteramten, zur Câmara Municipal in São Jorge, in Santana, in Funchal und dann zu den Verkehrsbüros. Und also wir haben sämtliche Ämter abklappern müssen und das gestaltet sich relativ schwierig, wenn man noch nicht gut Portugiesisch kann. Aber ja, wir haben uns auch durch diese Situation haben wir uns super gerettet. Es war auch spannend. Oh ja. Nervenaufreibend und spannend, und wir haben viel gelernt natürlich, welche Ämter sind, was man braucht, um die Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Ja. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr auch vorhabt, nach Madeira auszuwandern oder so, wir helfen gerne, sprecht uns auf Facebook an und wir helfen, wo wir können. Und jetzt sind wir 3 Monate auf Madeira schon, fast 3 Monate und haben immer noch nicht alle Sachen geregelt. Also das Auto hat immer noch eine Schweizer Nummer, aber das wird sich jetzt auch in den nächsten 2-3 Wochen wird sich das klären. Ja, aber dann haben wir eigentlich Führerscheine, haben wir auch umgemeldet schon, ja, wir haben noch temporäre Führerscheine. Aber wir bekommen sie, es ist auch geregelt jetzt. Ja, so sieht es aus. Und in der Zwischenzeit haben wir uns natürlich ums Haus und um den Garten gekümmert. Viele Meetings mit dem Architekten gehabt. Also wir sind froh mittlerweile, dass wir hier sind und zusehen können, wie unser Haus wächst. Detaillierte Videos kommen und wenn ihr das mögt, was wir hier machen, wir haben auf jeden Fall tierisch Spaß daran, diesen Kanal zu machen. Ja, dann liked doch unsere Videos und abonniert unseren Kanal. Wir haben jetzt auch vor, Videos auf Englisch zu machen für unsere englischen Kollegen. Genau. Und wir werden eine eigene Playlist machen. Und die Videos, die wir bisher auf Englisch aufgenommen haben, das hat auch echt viel Spaß gemacht. Obwohl wir oft neu ansetzen mussten, weil wir sind halt noch nicht richtig filmfest, was Englisch angeht. Fremdsprache. Aber viele Kollegen oder Freunde, die wir hier getroffen haben, die waren sehr interessiert an unseren Videos, aber sie konnten halt nicht Deutsch und die Untertitel waren ihnen zu mühsam zum Lesen. Also sie haben uns gebeten, doch auch auf Englisch zu tun und darum machen wir das mal jetzt. Ja, auf jeden Fall. Dass wir versuchen, möglichst alles einmal in Deutsch und einmal auf Englisch zu machen. Ja. Und dann sehen wir, wohin das führt. Ja. Lasst Kommentare da, wenn euch irgendwas gefällt. Lasst Kommentare da, wenn euch irgendetwas nicht gefällt. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Monate, Jahre, die uns hier auf Madeira erwarten. Und wir hoffen, ihr begleitet uns auf unserer Reise und habt Spaß mit uns. Ja, und somit, nochmal willkommen zu unserer 2. Staffel und viel Spaß mit unseren Videos. Viel Spaß. Viel Spaß. Bis später, Leute.